Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Kulturbildern. Wir sind weiterhin bei Abschnitt 3, die spanische Weltherrschaft. Und wir machen jetzt weiter mit Stadt- und Landleben. Bild Nummer 55. Inquisition. Die Inquisition, jenes furchtbares geistliche Strafgericht zur Verfolgung der Ketzer, schwand seit der Reformation langsam aus Deutschland. Feuertod war die härteste Strafe. Der Verurteilte, angetan mit Ketzermütze und Hemd, wird von der Geistlichkeit zur Kirche geführt, dort von der Inquisition dem weltlichen Gericht übergeben und auf dem Richtplatz vor der Stadt wird das Urteil vollstreckt. Bild Nummer 56. Jesuitenkirche. Der Jesuitenorden suchte neben seiner dogmatischen Lehre und seiner rednisch meist vollendete Predigt auch im Kirchenbau seine besonderen Tendenzen zum Ausdruck zu bringen. Er verband oft Einfachheit der baulichen Anlage mit reichem Schmuck. Die erste bedeutende Jesuitenkirche in Deutschland ist die nach dem Vorbild der Jesuitenkirche in Rom erbaute St. Michaelskirche in München. Bild Nummer 57. Reisewagen. Der vornehme Reisenwagen der Renaissance glich einer auf Radrädergestell gesetzten Sänfte. Seine mangelnde Federung machte das Fahren auf den holprigen Landstraßen oft zur Qual. Da er kein aufklappbares Verdeck und nur eine kleine seitliche Öffnung hatte, war er ein recht dunkles, stickiges Aufenthalt. Zur Sicherheit der Reisen begleiteten meist Vor- und Nachreiter den Wagen. Ja, so eine Art Cabrio wäre da gut gewesen. Bild Nummer 58. Speicherhaus. Der Hauptraum im Speicher, dem Lagerhaus von Handelsgütern, war stets eine große Erdgeschosshalle, worin auch große Waren bequem verladen werden konnten. Nie fehlte der Aufzug, der die Warenballen in das obere Stockwerk beförderte. Die größten Speicheranlagen sind in den Hansestädten entstanden, die als Umschlaghäfen stets Hauptlagerplätze für Handelsgut waren. Bild Nummer 59. Frachtschiff. Während die überseeische Fracht den großen Segelschiffen anvertraut wurde, übernahmen auf den Flüssen Flöße, schwere Lastkähne oder breite Boote die Verfrachtung, oft gemeinsam mit Passagierverkehr. Wie heute war auch in früheren Zeiten der Verkehr auf dem Wasserwege billiger als zu Lande, da man Pferde und ihre Unterhaltskosten sparte. Er wurde in der warmen Jahreszeit bevorzugt. Ja, hier seht ihr, der werte Herr hier auf dem Bild hat seinen Hut verloren. Den findet er nie wieder. Bild Nummer 60. Szene am Wirtshaus. Wie heute die großen Hotels in der Nähe des Bahnhofes, so siedelten sich die Herbergen und Wirtshäuser früher nahe dem Stadttor an oder wählten lokale Mittelpunkte wie Marktplatz oder Dorfanger zu ihrem Standort. Über der Tür ragt ein schönes eisernes Schild. Stallungen und Heuboden, wo man Futter und Streu für die Pferde aufbewahrte, durften nicht fehlen. Es geht weiter mit Alltag und Festtag. Bild Nummer 61. Festtafel. Die spanische Etikette, die um 1550 mit der Mode ihren Einzug in Deutschland hielt, verfeinerte auch die Tischsitte. Die Gabel war noch ein seltener Gegenstand und wurde nur zum Tranchieren benutzt. Lange herabhängende Tischtücher, früher nur an Festtagen aufgelegt, bedeckten die Tafel. Die Serviette kam mit dem Taschentuch zugleich auf und wurde nicht immer von ihm unterschieden. Bild Nummer 62. Marktleben. Der Marktverkehr wuchs in dem Maße, wie die Städte sich ausdehnten und der Gegensatz von Stadt und Land sich verschärfte. Der Bauer war, wie immer, Selbstversorger, der Städter musste den Tagesbedarf an Lebensmitteln wie auch Vorrat für Speicher und Keller auf dem von Bauern beschickten Märkte erstehen. Umgekehrt nahm dieser mit wachsenden Lebensansprüchen teil an der Kultur der Städter. Bild Nummer 63. Schlittenfahrt. Wie das ganze Mobiliar schlossen sich auch Schlitten und Karosserie in Bauart und Zierart dem Architekturstil und der Ornamentik der Zeit an. Die Hoch- und Spätrenaissance liebt sinnbildliche Figurenschmuck wie den pfeilschießenden Amor auf dem Schlitten. Der Eislauf, in manchen Gegenden eine Verkehrsnotwendigkeit, war damals in Deutschland noch kein allgemein geübter Sport. Bild Nummer 64. Schachspiel.
Das Schachspiel ist orientalischen Ursprungs. In grauer Vorzeit soll es bereits in Indien nach China und Persien übertragen worden sein und im frühen Mittelalter brachten es die Araber zunächst nach Italien und Spanien. Zur Zeit der Kreuzzüge kam es dann nach Deutschland und bildete dort in der Folgezeit das Unterhaltungsspiel der vornehmen Gesellschaft. Heute ist es überall verbreitet. Ja, letzte Woche habe ich selbst mal ein Schachspiel gespielt und während mein Kollege und ich dabei getrunken haben, hat mein Kollege aber ein wenig langsamer getrunken und mich, sagen wir es mal so, er hat mich langsam in den schimmernden Zustand kommen lassen, während er sich weiter auf das Schachspiel konzentriert hat und ich irgendwann einfach schlichtweg den Überblick verloren habe, weil es in meinem Kopf immer mehr gedreht hat und auch die Ungeduld wuchs. So kann man es natürlich auch machen. Ne? Bild Nummer 65. Gartenbelustigung. Die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts war so recht die Blütezeit höfischer Feste. Trotz dem Ernst und der Würde des allgemein herrschenden spanischen Zeremoniells war die Art der Belustigung äußerst mannigfaltig. Wettkämpfe und Geschicklichkeitsspiele wechselten mit Schaustellung und Tänzen, die im Gegensatz zum Mittelalter bereits gelockerte Bewegung zeigen. Und das letzte Bild für heute, Bild Nummer 66. Universitätsbibliothek. Die Universitäten der Renaissancezeit, oft aus geistlichen Hochschulen hervorgegangen, übernahmen meist die ehemaligen Klosterbibliotheken mit ihren wertvollen alten Drucken und Handschriften. Hinzu kamen später die Jesuitenkollegs mit meist theologischen Schriften. Solche einseitig historisch-theologische Bildung hat, zum Beispiel die richtige Kenntnis von Leben unserer Vorfahren, verhindert. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.